Die Tonhöhe eines vorbeifahrenden Rennwagens wird ab dem Moment tiefer, ab dem er an dir vorbeifährt. Das ist der Doppler-Effekt, nach dem Physiker Christian Doppler aus Salzburg benannt und schon Mitte des 19. Jahrhunderts beschrieben. Fledermäuse sind von Natur aus mit einem Dopplersensor ausgestattet, der ihnen die Jagd erheblich erleichtert. Sie stoßen Laute aus, die vom Körper des Beutetiers reflektiert werden und so seinen Standort und seine Geschwindigkeit verraten. Willkommen bei Physik mit Jan Jelow. In diesem Video geht es um Akustik. Genauer um Schallwellen und noch genauer um die Dopplergleichung. Nicht darum, was der Doppler-Effekt ist, dazu gibt es genug Videos, sondern darum, mit welcher Strategie man Geschwindigkeiten oder Frequenzen berechnet, wenn sich der Beobachter bewegt oder der Sender oder beide und das in verschiedene Richtungen. Das ist die Dopplergleichung. Sie beschreibt, welche Frequenz der Beobachter unter welcher Bedingung hört. Es sind 4 Parameter, die die Bedingung vorgeben. Erstens die Frequenz des Senders. Das ist die Frequenz der von ihm ausgesandten Schallwelle. Zweitens die Schallgeschwindigkeit. Drittens die Geschwindigkeit des Beobachters. Eigentlich müsste man sagen, des Hörers. Viertens Vs, die Geschwindigkeit des Senders. Das Besondere an der Dopplergleichung ist, dass sie alle möglichen Optionen der Parameter in sich vereint. Sowohl der ratternde Mofa-Fahrer, der einen Schall aussendet, als auch der Radfahrer, bei dem der Schall ankommt, können stillstehen. Beide können sich aufeinander zubewegen oder sich voneinander entfernen. Oder einer bewegt sich und der andere steht still. Alles ist möglich. Egal, ob sich wer wohin bewegt, mit der Dopplergleichung kann man die Größen von beiden Akteuren berechnen. Es gibt dabei genug Stolperfallen. In diesem Video zeige ich dir an 3 Beispielen, mit welcher Strategie man sie souverän meistert. Die Strategie besteht immer aus denselben 3 Schritten. Im ersten Schritt geht es darum, festzulegen, wer der Sender und wer der Beobachter ist. Das heißt, man muss den Geschwindigkeiten und den Frequenzen den richtigen Index S für Sender bzw. B für Beobachter zuordnen. Das ist meistens leicht, aber es gibt auch einen schwierigen Fall, der gerne in Klausuren genommen wird. Dazu später mehr. Im zweiten Schritt geht es um die Vorzeichen. Denn je nachdem, ob Beobachter und Sender sich bewegen und in welche Richtung, setzt man die Vorzeichen in der Dopplergleichung verschieden. Im dritten Schritt wird die Dopplergleichung nach der gesuchten Größe umgestellt, die Zahlen eingesetzt und die gesuchte Größe ausgerechnet. In den folgenden 3 Beispielen stelle ich die verschiedenen Möglichkeiten vor. Beginnen wir mit dem einfachsten Fall, einem Rennwagen, der, hier in Zeitlupe, in Richtung einer ruhenden Beobachterin rast. Die Beobachterin ist die Heldin in unserer Geschichte. Ich nenne sie mal Betty B. Die Aufgabe soll lauten, wie hoch ist die Frequenz, die Betty B hört, wenn der Rennwagen eine Schallwelle von 3 kHz aussendet und mit einer Geschwindigkeit von 270 km/h auf Betty zufährt. Zur Lösung wende ich die 3 erwähnten Schritte an. Schritt 1. Wer ist der Sender, wer ist Beobachter? Der Rennwagenmotor erzeugt den Schall. Er ist der Sender. Er hat die Senderfrequenz Fs und die Geschwindigkeit Vs. Dagegen ist Fb die Frequenz, die von Betty wahrgenommen wird, wenn der Rennwagen auf sie zufährt. Betty B ist die Beobachterin. Ihre Geschwindigkeit Vb ist 0. Übrigens gehen wir hier von einer Schallgeschwindigkeit von 343 Metern pro Sekunde aus. Der zweite Schritt ist, aus dem Plus-Minus in der Formel jeweils ein Plus oder ein Minus zu machen. Im Zähler der Dopplergleichung ist keine Entscheidung erforderlich, weil die Geschwindigkeit der Beobachterin Betty B ja 0 ist. Welches Vorzeichen muss dann aber im Nenner stehen? Man kann sich dabei an der von Betty B wahrgenommenen Frequenz orientieren. Weil sich der Rennwagen mit der Geschwindigkeit Vs in Richtung Betty B bewegt, scheinen die gesendeten Wellen für sie dichter beieinander zu liegen. Die Senderfrequenz Fs wird von Betty B in einer höheren Frequenz Fb gehört. Fb muss daher größer als Fs sein. In der Dopplergleichung steht Fb links vom Gleicherzeichen, während Fs rechts mit dem Bruch in der Klammer multipliziert wird. Wenn Fb größer als Fs sein soll, dann muss der Bruch größer als 1 sein. Ein Bruch ist größer als 1, wenn sein Nenner kleiner als der Zähler ist. Der Nenner ist nur dann kleiner, wenn vor dem Vs ein Minus steht. Damit hätten wir jetzt auch Schritt 2 erledigt und können mit Schritt 3 weitermachen. Beträge einsetzen und ausrechnen. Bei einer Schallfrequenz von 3 kHz und einer Geschwindigkeit von 270 km/h hört Betty B eine Frequenz von 3,84 kHz. Welche Vorzeichen müsste man setzen, wenn der Rennwagen vorbeigefahren ist? Du kannst das Video hier stoppen und erstmal selber ausrechnen, bevor ich die Lösung präsentiere. In diesem Fall scheinen die Wellen für Betty B weiter auseinander zu liegen. Die gehörte Frequenz ist niedriger als die Senderfrequenz.
Dann muss der Bruch in der Dopplergleichung kleiner als 1 sein. Das gelingt, wenn der Nenner größer als der Zähler ist. Der Nenner wird dann größer, wenn das Vorzeichen von Vs ein Plus ist. Das war's. Daraus ergibt sich für Betty B eine gehörte Frequenz von 2,46 kHz. Man könnte meinen, dass es keinen Unterschied macht, ob der Rennwagen auf den Beobachter zufährt oder der Beobachter auf den Rennwagen. Die Relativgeschwindigkeiten sind schließlich gleich. Das stimmt aber nicht. Es gibt einen Unterschied und der hängt damit zusammen, dass der Sender zwar die Schallquelle mit sich transportiert, nicht aber das Medium Luft, das den Schall weiterleitet. Dazu ein weiteres Beispiel. Der Rennwagenfahrer holt sich gerade Zigaretten, sein Wagen steht mit laufendem Motor im absoluten Halteverbot. Starten wir mit Schritt 1, der Zuordnung von Beobachter und Sender. Der Schall, den der Motor mit 3 kHz aussendet, wird jetzt durch eine Sinuswelle dargestellt. Der Rennwagen ist der Sender. Da kommt Betty B. mit ihrem Elektroauto angefahren, macht also selber keinen Lärm. Sie ist die Beobachterin und fährt mit 270 km/h auf den Rennwagen zu. Schritt 2. Die Wahl der richtigen Vorzeichen. Dieses Mal ist die Sendergeschwindigkeit 0, sodass wir nur noch das Vorzeichen von VB bestimmen müssen. Und das geht wieder über den Frequenzvergleich. Auch jetzt nimmt Betty B. eine höhere Frequenz wahr, als wenn sie stehen würde. Denn dadurch, dass sie den Schallwellen entgegenfährt, verkürzt sie die Zeit, in der eine Welle nach der anderen ihr Ohr erreicht. In der Dopplergleichung muss der Bruch auf der rechten Seite daher wieder größer als 1 sein. Bedeutet, der Zähler muss größer werden. Also setzt man ein Plus für das VB. Schritt 3. Einsetzen der Größen und ausrechnen. Jetzt ergibt sich eine Frequenz von 3,66 kHz, was sich von den 3,84 kHz von vorhin definitiv unterscheidet, obwohl sich in beiden Fällen Betty und der Rennfahrer einander näher kommen. Wenn sich Betty B. vom geparkten Rennwagen entfernt, ist das etwas anderes, als wenn sich der Rennfahrer von der stehenden Betty entfernt. Das passiert mathematisch durch die Vorzeichen. Betty B. fährt nämlich jetzt mit den Schallwellen mit. Sie hört eine niedrigere Frequenz. In der Dopplergleichung muss der Bruch also kleiner als 1 sein. Kleiner Bruch heißt auch kleiner Zähler. Deswegen bekommt das VB ein Minus. Im dritten Schritt ergeben sich daraus 2,34 kHz. Ebenfalls nicht die 2,46 kHz von der vorigen Situation, obwohl sich auch dort beide voneinander entfernen. Wir hatten insgesamt also einen Fall, bei dem der Beobachter stillstand und einen, bei dem der Sender stillstand. Die Kombination aus diesen beiden Fällen ist eine beliebte, aber verzwickte Klausuraufgabe. Als Beispiel nehme ich dafür mal Fledermäuse in einer Höhle. Fledermäuse führen eine Echoortung durch, indem sie Schreie aussenden und aus den Echos Informationen über ihre Umgebung sammeln. Wenn Fledermäuse fliegen, hören sie die Echos ihrer eigenen Schreie mit einer veränderten Frequenz, weil sie sich während des Schreiens halt bewegen. Aus dem Echo der Höhlenwand erkennen Fledermäuse nicht nur, dass da eine Höhlenwand ist, sondern auch ihre eigene Geschwindigkeit. Die Aufgabe lautet nun so: Wenn eine Fledermaus mit 6 Metern pro Sekunde auf eine Höhlenwand zufliegt und die Echos, die von den Höhlenwänden zurückgeworfen werden, bei 76,5 kHz liegen, wie hoch ist die Frequenz Fs, mit der die Fledermaus schreit? Du kannst das Video hier wieder stoppen, bevor die Lösung kommt. Zur Klärung dieser Frage starten wir wieder mit Schritt 1, Formelzeichen zuordnen. Blöd nur, dass die Fledermaus hier zuerst Sender und anschließend auch Beobachter ist. Daher greife ich zu einem kleinen Trick. Den Prozess der Frequenzverschiebung teile ich in 2 aufeinanderfolgende Phasen ein. In Phase 1 sendet die Fledermaus Schallwellen in Richtung Höhlenwand aus, während sie selbst auf diese Höhlenwand zufliegt. Die Fledermaus ist der Sender der Schreie, die Höhlenwand übernimmt die Rolle des Beobachters. Zu dieser Phase 1 gehört eine eigene Dopplergleichung. In Phase 2 wird die Höhlenwand zum Sender. Sie sendet die von ihr gehörte Frequenz zurück an die Fledermaus. Die Fledermaus fliegt jetzt als Beobachter auf die Quelle zu. In der zweiten Dopplergleichung habe ich die Größen der Phase 2 mit einem Strich markiert. Beide Dopplergleichungen werden am Ende zu einer kombiniert. Der zweite Schritt regelt die Vorzeichen. Phase 1. Klar ist schon mal, dass die Höhlenwand sich nicht bewegt. In der Dopplergleichung ist VB dann gleich 0. Nächster Punkt. Ist die beobachtete Frequenz FB größer oder kleiner als die Schreifrequenz Fs? Für die Höhlenwand erscheinen die Schallwellen gestaucht, weil die schreiende Fledermaus mit Vs in Schallrichtung fliegt. Die Frequenz Fs erscheint der Wand daher höher als FB. In der Dopplergleichung erfordert ein höheres FB einen größeren Bruch, einen kleineren Nenner und damit ein Minus für Vs. In Phase 2 ist die Höhlenwand zum bewegungslosen Sender geworden. Vs ist 0.
Die Fledermaus fliegt jetzt als Beobachter auf die Schallwellen des Echos zu. Dadurch erscheinen ihr die Wellen noch verkürzter und die Frequenz noch höher. In der Dopplergleichung muss der Bruch daher größer sein, der Zähler größer sein und das geht nur, wenn VB' ein Plus als Vorzeichen hat. Die beiden Dopplergleichungen sind fertig. Schritt 3 wird jetzt vorbereitet. Wie hängen die Größen mit und ohne Strich miteinander zusammen? FB' ist die von der Fledermaus gehörte Frequenz von 76,5 kHz. Fs' ist die von der Höhlenwand ausgesandte und von ihr in Phase 1 gehörte Frequenz FB. VB' ist die Geschwindigkeit der beobachtenden Fledermaus und damit auch die des Senders Vs. Gesucht ist in dieser Aufgabe die originale Frequenz Fs. Die befindet sich aber in der anderen Dopplergleichung. Daher kombiniert man die beiden Gleichungen zum Beispiel, indem man die angepasste Version der ersten Dopplergleichung in die angepasste Version der zweiten einsetzt. In diesem Fall verschwindet dadurch sogar die unbekannte Zwischenfrequenz FB. Grüne Gleichung in die blaue einsetzen, die Schallgeschwindigkeit kürzt sich weg und die Gleichung wird übersichtlicher. Jetzt nur noch nach der gesuchten Schreifrequenz Fs auflösen. Bei einer Schallgeschwindigkeit von 343 Meter pro Sekunde sollte sich nach dem Umstellen eine originale Schreifrequenz von 73,87 kHz ergeben. Zum Abschluss sei noch gesagt, dass Fledermäuse nicht immer nur herumschreien. Manchmal strecken sie einem auch einfach nur die Zunge raus.